Herr Merz hat gesagt, das war ein ausreisepflichtiger Asylbewerber. Er hat vielleicht vergessen hinzuzufügen, das war ein Mann, der auch psychisch krank ist. Und das ist vielleicht das verbindende Element zwischen der Tat in Magdeburg, in Aschaffenburg und, wenn man über die Grenze guckt, vielleicht sogar zu der Tat in Schweden, wo eines der größten Schulmassaker seit Jahren stattgefunden hat. Sie hat eine Verschärfung nach der anderen gemacht und trotzdem passieren solche Taten. Solche Taten lassen sich ihm nicht verhindern, indem man sagt, Mauer drum. Wenn man sich den Zeitverlauf anguckt, dann muss man aber sagen, unsere Probleme mit Gewalt sind nicht größer als vor 20 Jahren. Sie sind sogar die Gewaltkriminalität die Kriminalität pro 100.000 Einwohner ist auf dem gleichen Stand wie 2020, 2000, also 2000. Hey Leute, haltet euch fest, in der neuesten Landsendung liefern sich Anna Lehmann von der taz und Juli C. ein regelrechtes Wettrennen darin, wer den größten Unsinn erzählt. Während die beiden krampfhaft versuchen, die Realität schön zu reden, bleiben die zwei Herren in der Runde wenigstens realistisch. Aber selbst das bringt nichts, denn Lehmann und C. reden sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Lanz verliert mehrfach die Geduld, unterbricht sie und man merkt ihm an, er kann es selbst nicht mehr hören. Schaut euch das an, es ist wirklich kaum zu glauben. Was sagt ihr zu diesen Aussagen? Schreibt es in die Kommentare. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und dranbleiben, es lohnt sich. Auf geht's! Also ich gebe Ihnen völlig recht, und das kann man nicht oft genug sagen, dass es auch gut ist für die Demokratie, wenn es mal krachen kann und dass wir nicht immer so tun müssen, als würde der Laden nur funktionieren, wenn sich alle unterhaken und zusammenschunkeln. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gut ist, ein Ereignis wie Aschaffenburg, so schrecklich es ist, im Wahlkampf dafür zu benutzen, dieses Thema, was bei der AfD weit oben steht, jetzt auch bei den anderen Parteien auf Prio 1 zu setzen und sich da thematisch einfach immer vor den Populisten so hertreiben zu lassen. Anstatt mal auch ein paar andere Sachen wirklich, und das hat mir gefehlt heute im Duell, um nicht immer nur zu sagen, wie toll das war. Also es hätten viel klarere Worte ins Land reingesprochen werden können, was sich denn mal massiv eigentlich ändern muss. Ja, und richtig. Nicht nur bei der Migration. Ja, ja. Und da hätte man so diese 25 Minuten da abknapsen können. Ja. Und also ich bin mir nicht sicher, ob Sie recht haben, wenn Sie sagen, das hat der AfD Stimmen weggenommen. Nee, ich befürchte, dass das nicht so sein wird. Ich finde, die AfD, ich meine, man muss auch nur die Reaktion der AfD in der vorvergangenen Woche im Bundestag sehen. Die lagen sich ja in den Armen. Die haben sich gefreut wie Bolle. Also es ist doch niemals so, also noch nie ist so par excellence durchexerziert worden, wie es einer rechtsextremen Partei gelingt, ein Thema, was für sie das Kernthema ist, in den gesellschaftlichen Diskurs so einzupflegen, dass sie die Meinungsmacht haben und dann auch noch die anderen politischen Parteien zu Vorschlägen zu treiben, wo sie sagen, das sind ja genau unsere Vorschläge, was die Union da einbringt. Das haben die 1:1 bei uns abgeschrieben. Und so ist es ja auch. Und wir diskutieren aber das hier ist doch ein Argument für AfD-Wähler, vielleicht dann doch die Union. Ja, natürlich eben nicht. Und ich warne davor. Genau. Die These halte ich für ganz falsch. Das hat man immer gesagt. Man hat immer gesagt, wenn man die Themen der AfD nimmt, stärkt man die AfD. Das stimmt bei bestimmten Themen. Aber gucken Sie doch, wie die AfD in Umfragen dasteht. Bei bestimmten Themen stimmt das. Aber wenn man Probleme, die es wirklich gibt, aber das ist nicht behandelt, und das war beim Migrationsthema der Fall, dann unterstützt man sie. Es geht nicht darum, sie nicht zu behandeln, sondern nicht auf diese Art, nicht unter diesen Prämissen und nicht mit diesem Populismus. Sie dürfen, ich habe eine Frage an Sie, Frau Lehmann. Würden Sie sagen, ich habe da ein wahnsinniges Störgefühl, ich schaue schon die ganze Zeit zu Herrn Serrao, vielleicht hat der das auch, genau aus dem Grund. Ich weigere mich sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, dass das, was in Aschaffenburg passiert ist, das ist nicht einfach nur irgendein politisches Thema, das man hochzieht. Und allein auch diese Begrifflichkeiten, die ich da in den letzten Tagen auch immer so gelesen habe, da zieht man jetzt ein Thema hoch, da zieht man jetzt ein Thema der Rechten hoch. Tut mir leid, also wenn man Vater ist und so weiter, wenn man Mutter ist, man sieht das, man hört das. Wir hatten so viele dieser Taten, dieser Morde. Wir haben ein ungelöstes Thema und ich sage das ganz klipp und klar, nicht mit Migration an sich, sondern mit Menschen, die
kriminell werden und aus einem anderen Land kommen. Ja. Darüber reden wir hier. Und mit einer Inkonsequenz, die wir so viele Jahre schon vor uns herschieben. Wahnsinnsbürokratie, Asylverfahren, die 10 Jahre dauern und so weiter. Aber deswegen nochmal die Frage, war das deswegen nicht auch ein Moment der Wahrheit? Weil, man kann es ja auch umgekehrt wenden und sagen, Merz konnte damit nichts erreichen. Nee. Hat er ja auch offensichtlich nicht. Das heißt, mit anderen Worten, der geht ein großes Risiko für etwas, von dem er weiß, er kann damit eigentlich gesetzlich nichts erreichen. Aber er geht all in, wie er es ausgedrückt hat, vielleicht weil es ihm einfach auch ein Anliegen war? Ja, also zunächst die Tat von Aschaffenburg, die hat uns alle verstört. So, da kann man nicht sagen, oh, da müssen wir jetzt zur Tagesordnung übergehen. Das kann man nicht. Herr Merz hat gesagt, das war ein ausreisepflichtiger, das war ein ausreisepflichtiger Asylbewerber. Er hat vielleicht vergessen hinzuzufügen, das war ein Mann, der auch psychisch krank ist. Und das ist vielleicht das verbindende Element zwischen der Tat in Magdeburg, in Aschaffenburg und, wenn man über die Grenze guckt, vielleicht sogar zu der Tat in Schweden, wo eines der größten Schulmassaker seit Jahren stattgefunden hat. Wir haben seit 3 Jahren erleben wir eine Verschärfung der Asylpolitik. Also die Ampel, es wird ja mal gesagt, die hat nichts gemacht. Also ich finde das auch zum Teil schrecklich, was die gemacht hat. Die hat den Ausreisegewahrsam verlängert, die hat Bezahlkarten eingeführt. Finden Sie eine Bezahlkarte sowas unmenschlich Schlimmes? Nee, darum geht's ja gar nicht. Ich wollte nur sagen, sie hat eine Verschärfung nach der anderen gemacht. Nein. Und trotzdem passieren solche Taten. Solche Taten lassen sich ihm nicht verhindern, indem man sagt, Mauer drum und dann ist gut. Solche Taten wären auch passiert, wenn wir um Deutschland eine Mauer bauen. Weil sie verhindern, dass wir uns, also wir müssen uns doch sagen, wir haben ein Problem mit Gewalt. Wenn man sich den Zeitverlauf anguckt, dann muss man aber sagen, unsere Probleme mit Gewalt sind nicht größer als vor 20 Jahren. Sie sind sogar die Gewaltkriminalität die Kriminalität pro 100.000 Einwohner ist auf dem gleichen Stand wie 2020. 2000, also 2023 ist auf dem gleichen Stand. Egal. Aber wir haben hier ein Problem mit Gewalt und wir müssen gucken, wie können wir Kriminalität zurückfahren. Nein, wir haben auch ein Problem. Gelingt das, indem wir Leute... Das kann man nicht kaufen. Wir haben ein Problem mit Gewalt, mit Menschen, die zu 50% für diese Gewalt verantwortlich sind und keinen deutschen Pass haben. Entschuldigung, das muss man doch mal klar adressieren. Da kann man doch nicht sagen, das gab es immer und das war vor 20 Jahren genauso. Die Leute haben ein Sicherheitsgefühl, psychologisches für die Leute, das Gefühl, ich bin nicht mehr sicher. Ich habe mich letztlich mit einem Freund getroffen. Es geht doch um Fakten. Nein, ich darf jetzt mal sagen, es geht auch um Psychologie bei den Leuten. Die Anzahl der Morde an in Deutschland. Die Situation. Wir hatten vor 20 Jahren 500 Morde in Deutschland und jetzt haben wir 300 Morde in Deutschland. Wir können viel über Psychologie reden, aber man muss den Leuten auch mal sagen, alle Debatten, die wir hier führen, lass uns auf die Zahlen schauen, lass uns Gewalttaten verhindern und lass uns nicht gefühlte Debatten führen. Also eine Vermengung von Sicherheit und Migration, wie sie die AfD betreibt, die sagt, wir haben grundsätzlich ein Problem mit Ausländern, die sind per se alle Gewalt, also per se sind die alle gefährlich. Habe ich nicht gesagt, die sagen das schon. Und tatsächlich, also da hat sie doch recht, es ist doch komplett weltfremd zu glauben, man könnte durch Änderungen im Asylrecht solche Taten verhindern. Ja. Das ist einfach irrational. Darum geht es gar nicht. Das geht nicht. Nochmal, darum geht es gar nicht. Ich glaube, dass Magdeburg und Aschaffenburg durch andere Regelungen, nicht durch die Schließung der Grenzen. Ja, genau, und darüber müssen wir sprechen. Ja. Aber wir können nicht dauernd pädagogisch den Leuten vorschreiben, jetzt habt doch mal keine Angst, die beiden Taten hätten durch eine anständige psychiatrische Behandlung vielleicht nicht stattfinden. Ja. Vermutlich schon. Die Leute haben das Gefühl, dass nichts geschieht. Und dieses Gefühl und wir haben ein Problem mit der löst Herr Scholz immer damit aus, wenn er sagt, wir schieben im großen Stil ab zum Beispiel. Das ist auch Psychologie. Wir schieben im großen Stil ab und dann passiert nichts. Und da passiert ein Flugzeug. Und dann haben die Menschen den Eindruck, die Regierung regiert nicht. Und gegen dieses Gefühl war die Debatte, die wir gehabt haben, wichtig, dass man sieht, dass auch aus den demokratischen Parteien heraus, also Herr Habeck ist jetzt mit 10 Punkten auch hinterhergekommen, dass etwas geschieht. Und das musste sein. Und das hat der Merz gemacht. Ist es nicht unsere Aufgabe als Journalisten, aber auch die da draußen als Politiker, aufzuklären? Also Fakten gegen Gefühle zu sehen. Also nicht auf Show zu setzen, sondern zu sagen, wir müssen über konkrete Probleme reden.
Und wir müssen diese Probleme lösen und nicht ein großes Zampano zu veranstalten und sagen, Hauptsache das Gefühl stimmt. Ja, aber nur durch Information, das ist ja eine schöne Optimismus. Nur durch Information kriegen Sie dieses Unsicherheitsgefühl auch nicht weg. Aschaffenburg, Frau Zeh, Sie haben gesagt, aus dem einen Anlass, das war ja sozusagen wirklich das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Davor war Mannheim und so weiter, also Rockstedt, Magdeburg, all Solingen. diese Anstiege. Wir haben also von der Drastik nicht oft Anstiege, Gottlob. Aber wir haben ja jeden Tag Messerattacken, Gewalt. Und die Gewalt hat ganz klar, die geht natürlich auch von Autochtonen aus. Aber eingewanderte Migranten, junge Männer aus einem bestimmten Kulturkreis sind statistisch, ist zigfach nachgewiesen, weit überproportional vertreten. Und das ist ein Thema. Und würde jetzt eine striktere Asyl- und Migrationspolitik jede Tat verhindern? Natürlich nicht. Aber wenn wir diesen Zustrom weiterhin haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass noch viel mehr passiert. Weil er sagt jetzt mit denen auf gar keinen Fall, aber ich mache jetzt diese knallharte Asyl- und Migrationspolitik, wo die SPD und die Grünen sagen, das macht man nicht mit, das macht man nicht mit, keine Zurückweisung an den Grenzen. Also da sind die meilenweit auseinander. Bei dem wichtigsten Thema, sozusagen laut der Bevölkerung, laut Umfragen, auch laut dem Kanzlerkandidaten Merz. Warum nicht nach der Wahl erstmal Sondierungen mit allen? Und dann guckt man, wo hat man die größten gemeinsamen Schnittmengen. Beim Thema Asyl und Migration und beim Thema Wirtschaft wird es mit der AfD gar nicht so schwierig. Und dann sagt er, die wollen raus aus der EU, die wollen raus aus der NATO, die sind irgendwie russlandfreundlich, amerikafeindlich. Dann kann man ja mal gucken, wie weit sie bereit sind, am Sondierungstisch einem entgegenzukommen. Man erinnert sich an andere Parteien in ihrer Frühphase. Die Grünen hatten echte NS-Verherrlicher unter ihren Reihen. Die hatten knallharte Fundis. Und als sie dann in die Bundesregierung gegangen sind, 98, hat sich ein Realo-Kurs durchgesetzt. Man kann es doch mal probieren. Aber ich ganz kurz, ein Gedanke noch. Den Gedanken kurz zu Ende. Das ist ein spannendes Thema. Wenn man mit denen in ein Sondierungsgespräch geht und mit allen einfach mal sondiert, die sind immerhin zweitstärkste Kraft. Jeder Fünfte will die wählen. Also ist ja Demokratie theoretisch auch nicht ganz irrelevant. Dann kann man hinterher immer noch sagen, wir waren zu weit auseinander. Was die hier gefordert haben und wovon sie nicht bereit sind abzuweichen, wird dieses Land zerlegt. Ernst gemeint ist, dass man in die Politik vertrauen kann und dass die AfD nicht die Partei mit den besseren Lösungen ist. Das wäre meine Frage. Ja, aber und das, finde ich, müsste im Wahlkampf substanziell hervortreten. Also da müssten Parteien sich präsentieren, die sagen, das und das sind die Themen, die in den nächsten 10 Jahren krass angegangen werden. Also die Themen kann ich benennen, nur die Parteien leider nicht. Also, sagen Sie mal ganz kurz, Herr Lütz, sagen Sie mal die Themen konkret, weil Sie wollten es konkret. Allererstes Bildung. Wahnsinnig wichtig. Ja. Also dieses marodierende, erodierende Bildungssystem in einem Land wie unserem. Wir haben keine Rohstoffe. Was wir haben für die Zukunft sind gut ausgebildete Menschen. Wir treten es mit Füßen auf allen Ebenen, von der Grundschule bis zur Universität. Ein Raubbau seit 20 Jahren. Das merken alle. Gerade die sogenannten bildungsfernen Schichten merken das. Schon wieder aufmachen, aber nein, ich will jetzt nicht darüber reden, wer alles schuld ist. Aber das ist der Befund. Ja? Also eine Ansprache, die sagt, liebe Leute, ganz egal, was das kostet, sage ich jetzt mal, wir reformieren die Schuldenbremse und dann machen wir hier eine wirklich konsistente Bildungsoffensive. Das wäre ein Thema. Was noch? Also öffentlicher Nahverkehr, Mobilität, und zwar nicht nur der in den Städten stattfindet, sondern auch der außerhalb der Städte stattfindet. Mega wichtig. Also wenn man in der Provinz steht, da geht einmal am Tag ein Bus. Und dann kriegt man irgendwie gesagt, mach doch mal autofreier Sonntag. Ja, wie denn? Dann komme ich nirgendwo mehr hin. Also das sind alles Sachen, die wirklich Sie beschreiben jetzt den tiefen Konflikt Stadt-Land. Ne? Das ist einer von vielen. Genau. Das sind Wohnen auch, ist ein Riesenthema. Das wäre jetzt mein drittes Thema gewesen. Wohnen, ja, klar. Mietpreise. Kann ich weiß, was Herr Sarau gerade im Kopf hat. Wenn er sagt Wohnen, sagt er hat auch was mit Migrationsdruck zu tun. Wir haben jetzt 3 Sachen von vielen benannt. Also da könnte man noch mehr. Wirtschaft geredet, über die tatsächlich drohende Deindustrialisierung. Vielleicht nur noch eine ganz kurze Widerrede. Frau C., Sie haben gesagt, sicherheitspolitische Notlage sei Quatsch. Mit Verlaub, vielleicht bei Ihnen auf dem Dorf in Brandenburg, wo Sie leben, wenn Sie hin und wieder mal mit dem öffentlichen Nahverkehr in einer Großstadt wie Berlin unterwegs sind, dann fühlen Sie sich nicht sicher. Wenn Sie lesen, dass an Schulen Hausmeister stichsichere Westen tragen müssen, dann haben Sie eine Not. Nochmal, Hausmeister tragen kugelsichere Westen? Stichsichere Westen. Jetzt in einer westdeutschen Großstadt, mir fällt gerade nicht ein, wo. Wir gehen jetzt gerade diese Woche durch die Nacht. Ja, nur bloß die polizeiliche Kriminalstatistik gibt das nicht her, dass wir in einer sicherheitspolitischen Notlage leben. Aber vielleicht haben Sie andere Quellen. Also, als erstes, ich habe mir das Duell zwischen Scholz und Merz angetan. Und mal ehrlich, das war kein Duell, das war ein Kaffeekränzchen. Scholz redet nur von sich selbst.
ich habe gemacht. Dabei verweigert er völlig die Realität. Und Merz, der will abgeklärt wirken, kommt aber nicht aus der Deckung. Aber dann kommt Anna Lehmann von der Taz ins Spiel. Und Leute, da platzt mir echt der Kragen. Sie redet über die Terroranschläge von Magdeburg und Aschaffenburg und wirft Merz vor, dass er vergessen habe, dass der Täter psychisch krank gewesen sei. Mal ganz ehrlich, jeder, der eine solche Tat begeht, ist krank. Ein normaler Mensch geht nicht einfach auf Unschuldige los. Aber die Frage ist doch, warum lässt man solche Leute unkontrolliert ins Land? Immer wieder hören wir, Deutschland braucht Fachkräfte. Und was kriegen wir? Massenhaft gestörte Typen, die eine tickende Zeitbombe sind. Und dann kommt Lehmann ernsthaft mit der Behauptung um die Ecke, dass die Gewalt heute nicht höher sei als im Jahr 2000. Dabei stottert sie selbst, weil sie genau weiß, dass das gelogen ist. Und natürlich darf das übliche AfD-Bashing nicht fehlen. Die AfD bringt die Fakten auf den Tisch. Genau das, was linke Journalisten lieber vertuschen oder verharmlosen wollen. Und selbst Markus Lanz, der nun wirklich kein Freund der AfD ist, schaut entsetzt, als Lehmann ihren Unsinn erzählt. Ganz ehrlich, schaut euch das an und sagt mir, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und wenn ihr keine solchen Enthüllungen verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.